Schauen wir uns hier nun ein paar Formalien an. Und dabei ist insbesondere wichtig, zwei Begriffe grundlegend zu unterscheiden. Das eine ist die Fachprüfung. Eine Fachprüfung erfolgt in aller Regel über eine Klausur oder eine mündliche Prüfung. Und Sie haben laut allgemeinen Prüfungsbestimmungen der TU Darmstadt nur maximal 3 Versuche pro Fach. Wir sind als Fachbereich verpflichtet, wenn Sie zum zweiten Mal im gleichen Fach eine 5 erhalten haben, ein Beratungsgespräch anzubieten. Das machen wir als Gruppe, also es werden alle Studenten angeschrieben, parallel für einen allgemeinen Termin, nicht einen Individualtermin. Wenn Ihnen das zweite Mal passiert ist und es ist sinnvoll, das zu nutzen, weil Sie dort eventuell doch noch relativ hilfreiche Informationen erhalten. Ich empfehle ebenfalls, vor dem 3. Versuch mit der Fachstudienberatung zu reden und alles abzuklären, weil solange Sie sich bei uns melden, bevor Sie Ihren 3. Versuch haben, können wir Ihnen vielleicht noch mit ein paar Sachen helfen. Wenn der 3. Versuch bereits gelaufen ist, heißt es nur noch aufs Ergebnis warten und dann eventuell beraten, wie man weiter vorgehen kann. Aber wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist das nicht so gut, wie wenn Sie sehen, dass das Kind auf der Seite des Brunnens spielt und es noch schnell wegschnappen können. Der andere Begriff neben der Fachprüfung ist die sogenannte studienbegleitende Leistung. Das sind insbesondere die schon erwähnten Seminare, Praktika, Projektpraktika oder Praktikum in der Lehre. Diese sind beliebig oft wiederholbar. Hier gilt also nicht die Regel mit den maximal 3 Versuchen und es gibt auch keine Exmatrikulation, wenn Sie öfter als 3-mal eine 5 im gleichen Fach haben. Allerdings sollten Sie sich dann vielleicht überlegen, ob das wirklich ein Fach ist, was Sie belegen möchten. Die Prüfungsformen sind im Pflichtbereich vordefiniert. Insbesondere bei Klausuren steht explizit bei Pflichtveranstaltungen dabei, wie lange sie dauern. Das sind in aller Regel 90 Minuten, mit 2 Ausnahmen, die funktionalen und objekteorientierten Programmierkonzepte, FOP, sowie Algorithmen und Datenstrukturen, AUD, haben jeweils 120 Minuten. Es ist potenziell möglich, Hilfsmittel zu nutzen in der Klausur, wie eigene Notizen oder ähnliches. Da müssen Sie aber genau darauf achten, was die Veranstalterinnen sagen, weil diese festlegen, welche Hilfsmittel zulässig sind. Außerdem gibt es mündliche Prüfungen und es gibt Sonderformen. Sonderformen sind insbesondere semesterbegleitende Testate, wo Sie also Ihre Leistung nicht erbringen, indem Sie regelmäßig Hausaufgaben abgeben, Klausur oder mündliche Prüfung schreiben, sondern wo regelmäßig oder unregelmäßig Gespräche erfolgen, in denen Sie nachweisen, dass Sie den Stoff hinreichend verstanden haben. Bei uns im Bachelor Informatik an der TU Darmstadt ist es so, dass aus der Erfahrung kommt, alle Prüfungen zu den Fächern im 1. und 2. Semester eine Zulassungsvoraussetzung haben, die meist heißt, dass Sie hinreichend viele Hausaufgabenpunkte erzielen müssen. Also Faustformel, wenn Sie nicht beispielsweise 50% der möglichen Hausaufgabenpunkte bekommen im Fach X, dürfen Sie auch die Prüfung im Fach X nicht antreten. Hintergedanke dabei ist erstens, wenn Sie zu wenig Hausaufgabenpunkte haben, haben Sie sich nicht hinreichend mit dem Stoff auseinandergesetzt oder beherrschen den Stoff nicht hinreichend gut. Wir gehen also davon aus, dass Sie wahrscheinlich die Prüfung nicht bestehen und da Sie nur 3 Versuche haben, hindern wir Sie auf die Art daran, mit hoher Wahrscheinlichkeit durch eine Prüfung durchzufallen. Zweiter Hintergrund ist, es handelt sich hier um Fächer im 1. und 2. Semester, das heißt, Sie sind meist frisch an der Universität und Sie schätzen unter Umständen den Umfang, die Schwierigkeit, den Anspruch von Prüfungen noch relativ falsch ein und gehen in die Veranstaltungen rein und sagen, ach, Java-Programmierung habe ich ja voll drauf, was die da erzählen, muss ich gar nicht so genau zuhören, das kann ich eh alles. Und wenn Sie sich mit dieser Einstellung in die Prüfung reinsetzen, werden Sie mit ziemlicher Garantie scheitern. Über diese Zulassungsvoraussetzungen werden Sie quasi genötigt, die Hausaufgaben zu machen. Und wenn Sie so gut sind, wie Sie glauben, werden Sie da entsprechend wenig Probleme haben und viele Punkte bekommen. Dann kriegen Sie die Punkte und können entsprechend dann die Klausur schreiben. Und wenn Sie doch nicht so gut sind, wie Sie glauben, merken Sie das durch die Bewertung der Hausaufgaben. Außerdem nötigen wir Sie sozusagen mit diesem Ansatz dazu, regelmäßig kontinuierlich mitzuarbeiten, weil Sie ja jede Woche die Hausaufgaben abgeben müssen. Und diese kontinuierliche Mitarbeit ist ohnehin das Beste für den Studienerfolg neben einer vernünftigen Lerngruppe. Für diese Fächer im 1. und 2. Semester gilt diese Regelung mit der Zulassungsvoraussetzung immer, egal ob Sie die Prüfung im 1. und 2. Semester oder später machen.
Also wenn Sie die Zulassung für unsere Mathe 1 noch nicht haben, dürfen Sie die Prüfung nicht schreiben, bis Sie die Zulassung haben, egal in welchem Semester Sie sind. Andererseits gilt, wenn Sie die Zulassung erbracht haben, gilt die auch zeitlich unbegrenzt. Sie dürfen dann also jederzeit die Prüfung auch antreten. Jederzeit, nicht an jedem Datum, sondern in jedem beliebigen Semester, in dem Semester, wo Sie die Zulassung erhalten haben oder auch beliebig viele Semester später. In aller Regel werden die Regelungen für das Bestehen der Prüfung oder den Erhalt der Zulassung im ersten Termin von den Veranstaltern bekannt gegeben. Passen Sie dort unbedingt auf, notieren Sie sich, wie die genauen Regelungen sind. Und denken Sie daran, dass Sie sich im Campus-Prüfungsmanagementsystem TUCAN auch für die Studienleistung und die Zulassungsvoraussetzungen anmelden müssen. Eben schon erwähnt, wenn Sie die Zulassungsvoraussetzungen für ein konkretes Fach, zum Beispiel FOP, funktional und objektorientierte Programmierkonzepte im ersten Semester, einmal erhalten haben, wird die in dem Prüfungsmanagementsystem TUCAN vermerkt und bleibt dann bis zum Ende des Studiums erhalten. Sie können dann jederzeit sich für die Prüfung anmelden und daran teilnehmen, sofern Sie sich fristgerecht angemeldet haben.